Ich bin Andreas Diefenbach. Ich bin Managing Partner von Phoenix. Phoenix ist ein Design-Innovationsstudio, gegründet 1987, also relativ etabliert. Und ich bin froh drum, die Fortführung dieses Unternehmens weiter gestalten zu können. Ich bin in Kasachstan geboren. Das ist schon mal, glaube ich, recht ungewöhnlich in einer Zeit der Sowjetunion, in einer Zeit der Konformität und Anpassungsfähigkeit an das Regime. Und Gott sei Dank haben sich meine Eltern entschieden, nach Deutschland auszuwandern, 1992, in einer Zeit, wo es halt einen Sprung gab von Sowjetunion hin zum Perestroika und etwas, was aus Russland heute geworden ist. Und heute bin ich in diesem Designwelt, was komplett anders ist als das, was meine Kindheit und meine Herkunft so mitgebracht hat. Aber ich bin sehr froh darum, über diesen Kontrast. Phoenix ist nicht älter als ich, aber wenn man so ein bisschen die Wurzeln betrachtet, doch recht alt im positiven Sinne, weil es einfach schon mit Frog Design damals anfing. Mit Hartmut Esslinger und Andreas Haug, der, sage ich mal, der erste Mitarbeiter und ziemlich schnell auch Mitgesellschafter von Frog geworden ist. Einem Unternehmen, das eigentlich damals in der Designlandschaft sehr schnell, sehr prägend geworden ist. Natürlich durch die Zusammenarbeit mit Apple, durch die Zusammenarbeit mit Sony und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Wurzeln, die fangen da schon mal an, bevor dann eben Andreas Haug und Tom Schönier sich entschieden haben, von Frog auszusteigen und eben ihr eigenes Unternehmen Phoenix zu gründen, 1987. Wichtig zu betonen ist dabei vielleicht so der Kunde der ersten Tage, Hans Krohr, der auch schon der Kunde von Frog war. Dass damals der Klaus Krohr, der Inhaber des Unternehmens, mitgegangen ist und auch mitentwickelt hat, glaube ich, die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, glaube ich, auch finanziell geholfen hat. So ist es bis heute mit Hans Krohr, aber auch mit vielen anderen Kunden, dass wir mit den Unternehmern sehr stark verbunden sind. Und das ist auch etwas, was unsere vielleicht Art auszeichnet, dass wir nicht über Quartale nachdenken, sondern über Dekaden unserer Zusammenarbeit, weil nur so kann eine nachhaltige Wirkung entstehen. Wie es halt in unserem Geschäft typisch ist, können wir über das meiste, was wir gerade tun, einfach nicht sprechen, weil es einfach enorm strategische Qualität besitzt für die Unternehmen, für die wir tätig sind. Aber eines, was wir vielleicht, um bei Hansgrohe auch zu bleiben, das Thema Green Vision, was wir für Hansgrohe entwickelt haben, neben vielen, vielen Produkten, die alle über unser Haus laufen, gestalten wir auch Prologe und Visionen, um einfach auch zu schauen, zu validieren, ob gewisse Ideen und Hypothesen auch greifen. Und das war an der Stelle das Thema Green Vision, wo wir uns die Frage gestellt haben, was passiert, wenn zukünftig Hans Krohr Produkte gestaltet, die nichts mit Wasser zu tun haben, sondern einfach um Wasser komplett einzusparen, 100%ig. Also was passiert dann? Können wir da immer noch Komfort und Lebensfreude und Zufriedenheit gestalten als ein Unternehmen, das sich mit Bädern beschäftigt? Daran merkt man auch diesen strategischen Approach, der aber ziemlich schnell auch in der Realität mündet, weil Design hat einfach eine Superpower, etwas abzubilden, etwas greifbar zu machen und von morgen ins Heute hinzukriegen, hinzutransferieren, hinzuzaubern. Und so gehen wir halt auch vor mit anderen Unternehmen, weil es einfach das Potenzial von Design, glaube ich, am meisten dann auch bewirkt. Kurzfristig Impuls zu setzen und langfristig natürlich auch diesen Prolog, diese Vision auch in die Realität Schritt für Schritt zu übertragen. Manchmal 1% Verbesserung, manchmal 5% Verbesserung. Und das ist, glaube ich, dieses Mikro-Makro-Prinzip, wo wir wirklich die höchste Wirksamkeit auch entfalten können als Designer. Wenn wir über unsere Kunden sprechen, so sprechen wir über Partner, über Partnerschaften, die über viele, viele Jahre bis Jahrzehnte gehen. Und das ist natürlich nicht nur Hans Krohr, einer unserer Initialkunden, es sind viele, viele mehr. Es sind Unternehmen wie Viessmann und Stiebel Eltron, die auch über Jahrzehnte
den Weg mit uns mitgegangen sind und natürlich auch die Marke Löwe, einer der letzten, glaube ich, Hi-Fi- und Fernsehersteller hier in Deutschland. Asiatische Kunden wie Huawei, Samsung, LG, aber auch da haben wir keine Partnerschaften, die nur über ein Projekt gehen, sondern tatsächlich über längere Beziehungen. Das ist immer die gleiche Konstante. Genauso wie Startups. Wir sind gerade mit unserem Creative Capital an diversen Startups beteiligt und bauen von Grund auf Unternehmen auf mit dem, was wir können. Zunehmenderweise kommen auch Corporate Venture Building Projekte ins Spiel, wo eben etablierte Unternehmen nach weiteren Wachstumssäulen Ausschau halten und wo wir eben da auch mitberaten, mitgestalten. Etwas, was uns sehr wichtig ist, ist die Diversität. Aber die Konstante ist immer die Ambition. Die Ambition, die oft starke Marken haben, immer ein, zwei Schritte voraus zu sein. Die Ambition des Teams auf der Kunden- oder Partnerseite wirklich über die bekannten Grenzen hinauszugehen. Und das ist halt uns wichtig, weil nur mit solchen Partnern können wir etwas Nachhaltiges und Originelles schaffen. Das Thema Awards ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, und zwar weniger geht es bei uns darum, jeden einzelnen Award zu zelebrieren, sondern eher geht es darum, eine Konsistenz und eine Konstanz der Originalität und der Qualität zu sichern und auch nach innen zu Phoenix hin, aber auch nach außen zu kommunizieren. Es ist einerseits relativ einfach, die Qualität von Design oder die Wirkung von Design zu messen. Das kann man an Unternehmens-KPIs messen, das kann man an Markenwerten messen und so weiter. Ich glaube, das ist müßig, das nochmal zu wiederholen, was Peter Behrens schon damals geprägt hat, welche Wirkung Design eigentlich auf eine Corporate Identity entfalten kann, auf Corporate Product Identity und so weiter. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Deutsches und sehr Gutes, Design als integralen Bestandteil zu sehen und Bestandteil des Fortschritts. Auf der anderen Seite ist es etwas Subjektives, und Awards helfen uns dabei, uns selber immer wieder auszurichten, wie erfolgreich wir sind und immer wieder zu beweisen und unsere Ambition zu erfüllen, immer wieder zu der Spitze dazu zu gehören. Das ist einfach eher ein wirksames Instrument nach innen, zu Phoenix hin, dass wir immer wieder die Ambition haben, im Ranking ganz oben zu sein. Also always day one. Speziell die Community, die, glaube ich, sehr gut zu uns passen, von Kreativen, von Menschen, die nach vorne etwas bewegen wollen. Natürlich ist das Thema UX Award und Eco-Design, das sind so die Themen, auf die wir stärker setzen, wo wir auch gesagt haben, das bringt uns voran und da wollen wir auch gesehen werden und vor allem mit diesen Menschen auch in Austausch sein, die eben auch zu dieser Community, zu dieser Gruppe dazugehören, um von ihnen zu lernen und auch um unseren Beitrag dazu zu leisten. Ist es einfach wichtig, dass wir offen sind und einfach da unterwegs sind, wo etwas Relevantes passiert. Und es fühlte sich für uns richtig an, auch ein Teil von dieser Bewegung, von dieser Community zu sein. Also aktuell klingelt bei mir noch die Automesse in Shanghai nach, muss ich ehrlich gestehen. Und zwar, wenn man so ein bisschen ein Debiasing hat in sich, um zu sagen, okay, German Design oder German Car Industry und wir sind der Nabel der Welt. Und dann sieht man eben, was genau die deutschen Marken Local for Local kreieren, wie Audi oder Volkswagen, wo man auf einmal merkt, wow, das sind Autos innen, außen gestaltet, endlich mal harmonisch und ruhig und etwas einladend, modern, hightechig, aber auch sehr, sehr nahbar, wo ich dann doch einen inspirierenden Moment habe, mal den Spieß umzudrehen, zu sagen, okay, von dieser Perspektive, was dort passiert, ist so wunderbar, weil einfach dann jemand, der relativ neu in dieser Industrie ist, wie zum Beispiel die chinesischen Marken oder auch, ja, sagen wir mal so, Impulse geben, um eben die etablierten Marken in Deutschland dazu zu bewegen, lokal mal die Sichtweise zu entwickeln, lokal zu entwickeln, also auch Produkte zu gestalten und zu entwickeln. Das wiederum multipliziert
nach Europa, was wiederum ein Momentum schafft, ein positives Momentum, wo eben ein positiver Fortschritt passiert. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer mehr brauchen, nicht so an dem Bestehenden festzuhalten, sondern einfach offen genug zu sein, sagen, okay, ich gehe rüber, ich ändere meinen Blickwinkel, ich interpretiere ein Produkt völlig anders und vielleicht wird das Produkt auch komplett in diesem Markt gelauncht und dann wird ein Jahr später erst in Deutschland gelauncht, obwohl ich aus Deutschland komme. Und ich glaube, dieses zentral-dezentral Perspektiven, die man gerade auch in der Weltordnung sieht, aber auch in der Designlandschaft, das bringt uns voran. Und das sollte man auch positiv und mutig sehen und nicht so, so festhalten und etablierend. Und das finde ich ganz frisch, was zum Beispiel in der Automobilbranche gerade passiert. Auch wenn wir da jetzt nicht so tief verankert sind in dieser Industrie, finde ich aber interessant, was einfach diese, ich sag mal, neue Weltordnung auch für den Fortschritt tut. Und das kann man durchaus und sollte man auch durchaus positiv sehen und nicht immer mit Angst behaftet. Mein Leitgedanke ist immer so dieser einfache Spruch, es ist wie es ist, es wird, was wir daraus machen. Und man muss einfach manche Dinge akzeptieren und einfach was machen. Und nicht vor Angst erstarren und das Bestehende versuchen zu verteidigen und so weiter und so fort. Und das ist das, was, glaube ich, uns Designern und die Verantwortung, die wir als Designer haben, immer wieder zu akzeptieren, wie es ist und was daraus zu machen, nach vorne zu gehen und immer einen positiven Menschen- und Weltbild zu entwickeln und vor allem etwas was daraus zu machen. Das ist eigentlich unsere Fürsorgepflicht an die Zukunft.